Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Schauen wir, was ich weitergeben darf. Die Karten sind so riesig, dass ich die bald nicht richtig mischen kann. So. Schauen wir mal, was wir hier am Anfang haben. Ich brauche meine Brille. Wir haben hier Stress. Hier ist jemand aus dem Ungleichgewicht gekommen. Hier gibt es viel zu tun. Möglicherweise macht man einen großen Spagat zwischen den Anforderungen des Lebens. Etwas trägt viel Gewicht, ne? Etwas ist schwierig. Man kümmert sich nicht richtig um sich selbst. Und es steckt ein bisschen auch dahinter, dass man vieles tut, um dass es anderen gut geht. Und es kann sein, das ist hier der Ausgangspunkt, dass es herausfordernd ist, dass man vielleicht schon lange irgendwo einen Rat kriegt diesbezüglich, aber dass wir nicht hinhören. Da haben wir vielleicht so Eigenschaften, da sind wir 100% verlässlich und wir müssen weitermachen. Und hier kann es sein, dass wir alles ignorieren, was uns irgendwie gesagt wird und uns selber damit schaden. Und hier ist ein gewisser Hinweis, eben nicht gegen sich selbst zu leben. Gucken wir, was die Lennys dazu sagen. Ja, hier braucht etwas Genesung. Das sind Verstrickungen, die man nähert. Und es kann ein Konflikt auch sein, den man zum Beispiel hat. Die Schlange ist immerhin auch die mütterliche Eigenschaft oder die Karte der Mutter, dass man so denkt, ich muss Mutter Teresa spielen, ich muss, auch wenn es für mich zu schwierig ist, dafür sorgen, dass alle irgendwie vor ihrer Haustür gefegt haben, nur ich nicht. Es kann auch sein, dass man das Verhalten, das man hier an den Tag legt, überhaupt nur hat, weil man selber dieses so erlebt hat. Diese Anforderungen der Familien. So, dann haben wir hier in der Mitte, das heißt, wenn wir das machen, kommen wir hier raus, irgendwie doch unsere Sehnsüchte, denen wir folgen sollen. Und wir wissen auch, dass es mehr gibt als hier dieses Konstrukt. Und hier gibt es Möglichkeiten, wichtige Veränderungen eben auch in Angriff zu nehmen und das zu tun, was für einen selber wichtig und richtig ist. Und dann kommen wir hier mit der 6 des Handelns. Da haben wir ja diesen Kranz schon um den Kopf, ne? In den Erfolg. Hier ist die Anerkennung auch irgendwo für etwas, was wir geleistet haben. Vielleicht müssen wir die auch selber geben und selbst auf die Schultern klopfen. Und hier kann auch sein, hier kommt Hilfe mit. Ne? Hier ist jemand, der uns vielleicht gesandt wird und wo man auch sagen kann, okay, ich erlaube, dass man mir hilft oder dass ich mich mal rausnehmen kann. Wenn man hier sein eigenes Ding in die Hand nimmt, ist es eigentlich von Erfolg gekrönt und man darf sich dann mal zurücklehnen. Aber da ist eben dieser Konflikt, es allen recht machen zu wollen.
spannend. Der Neubeginn. Ja, hier kommt dann etwas Frisches in Bewegung, man geht wieder neugierig voran, man öffnet sich allem. Möglicherweise ist mit dem Reiter hier auch diese Person, die unterstützend wirken kann, die etwas mit uns macht, die uns unterstützt, die uns vielleicht auf diesem Pferdchen ein Stückchen weit mitnimmt und wir uns tragen lassen können. Hier ist Aufbruchsstimmung, ne? Möglicherweise hat man das Gefühl, ich muss hier erst alles erledigen und wenn, dann kann ich weitergehen. Aber dann kommt eben der Nächste und gibt etwas ab und drückt uns etwas auf. Ja, wenn wir jetzt hier weitergehen und etwas Neues kreieren oder unseren Sehnsüchten folgen, dann haben wir hier wieder die Unterstützung, die helfende Hand. Da geht es ja drum, ne? Hier ist Chaos, viel zu tun und vielleicht auch Überforderung. Und hier darf man mal den Blickwinkel wechseln. Hier ist vielleicht auch Stillstand. Da betrachtet man die Dinge aus einer anderen Richtung. Was ja auch erst möglich ist, wenn man hier mal raus ist, denn das ist so wie eine gewisse Betriebsblindheit. Und hier an diesem Punkt visualisiert man vielleicht auch wieder, dass es gemeinsam besser geht, dass man nicht immer alles an einem Tag machen muss, dass man überhaupt vielleicht das Ding hat, mal jemanden zu bitten. Viele von uns machen das nicht, auch wenn sie tief irgendwie beschäftigt sind oder ja, vielleicht auch überfordert sind. Man macht einfach weiter. Das ist bei vielen ein anerzogenes Verhalten. Manchmal ist es auch, dass man denkt, ich mache es lieber selber, dann muss ich niemand fragen. Oder ich kriege keinen Korb, wenn ich jemand fragt. Das ist ja auch immer so dabei. Aber das ist hier nicht die Sache, sondern hier ist das Endprodukt, dass man sich mal rausnimmt, dass man neue Pläne schmiedet, dass man viele Möglichkeiten hat, die man hier gar nicht sieht und dass man eben auch Unterstützung annehmen kann. Ist die Harmonie, der Frieden, der irgendwo einkehrt. Vielleicht ist es auch ein Familienthema, das man dann durchleuchtet hat oder das Muster dahinter erkannt hat. Jo, und hier sind dann auch noch die Blumen. Also das ist wirklich dann dieses Ding, dass man sich Zeit nimmt für sich, dass Dinge sich gut entwickeln, auch wenn man jetzt hier aus der Hand gibt, ne? Hier unten haben wir die männliche Person und wir haben den Bären. Das wundert mich jetzt auch nicht, denn es ist alles diese Energie, die viel schafft, die ihre eigene Größe lebt, die möglicherweise auch verlangt von uns, ne? Mach du mal. Oder es ist eben ein Muster, das auch von beiden Seiten her geprägt wurde. Es ist schön, dass wir mit dem Blumenstrauß sozusagen eine Situation so entwickeln können, die uns zugute kommt, die wie ein Geschenk für uns ist und wo man auch wieder Möglichkeiten hat, sich selbst zu leben und andere Dinge zu tun. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.